Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Blumen sprechen. Magst du Blumen? Ja, ich mag Blumen sehr. Blumen sind schön und sie duften angenehm. Was ist deine Lieblingsblume, Alice? Meine Lieblingsblume ist die Rose. Ich liebe Rosen, weil sie sehr hübsch sind und in vielen Farben kommen. Rote, rosa, gelbe und weiße Rosen sind meine Favoriten. Ich finde, rote Rosen sind sehr romantisch. Das stimmt. Rote Rosen werden oft zu besonderen Anlässen wie dem Valentinstag verschenkt. Ich mag den Duft von Rosen. Sie haben ein süßes und angenehmes Aroma. Ja, der Duft von Rosen ist sehr schön. Ich mag auch, wie Rosen aussehen. Die Blütenblätter sind weich und die Form ist sehr elegant. Manchmal sehe ich Rosen im Garten meines Nachbarn. Sie sind sehr schön. Ich habe Rosen an vielen Orten gesehen. Oft sehe ich sie in Parks und in Blumengeschäften. Rosen sind beliebt, weil sie so lieblich sind. Ich verwende Rosen gerne in meinen Zeichnungen. Ich male sie in verschiedenen Farben und Größen. Ich denke, Rosen lassen meine Kunst hell und fröhlich wirken. Das klingt wunderbar. Ich mache gerne Fotos von Blumen, besonders von Rosen. Ich versuche, ihre Schönheit in meinen Bildern festzuhalten. Das ist eine tolle Idee, Ben. Fotos von Rosen zeigen ihre Details und Farben. Ich interessiere mich auch dafür, die verschiedenen Rosensorten zu lernen. Wusstest du, dass es viele Arten von Rosen gibt, wie beispielsweise hybride Teerosen und Kletterrosen? Ja, ich habe von hybriden Teerosen gehört. Sie sind sehr beliebt, weil sie große, schöne Blüten haben. Kletterrosen sind auch interessant. Sie wachsen an Spalieren und Wänden. Genau. Manchmal sehe ich Kletterrosen in Gärten. Sie sehen sehr elegant aus, wenn sie eine Wand oder einen Zaun hinaufklettern. Ich denke, Rosen sind etwas Besonderes. Sie werden oft bei Hochzeiten und Feiern verwendet. Ich habe viele schöne Brautsträuße gesehen, die mit Rosen gemacht sind. Ja, Brautsträuße mit Rosen sind sehr beliebt. Sie machen den Tag noch besonderer. Ich freue mich auch, eine einzelne Rose als Geschenk zu bekommen. Es ist einfach, aber sehr bedeutungsvoll. Da stimme ich zu. Eine einzelne Rose kann viel sagen. Sie ist ein Symbol für Liebe und Freundschaft. Und wie sieht es bei dir aus, Ben? Was ist deine Lieblingsblume? Meine Lieblingsblume ist die Sonnenblume. Ich liebe Sonnenblumen, weil sie hell und fröhlich sind. Sie sind gelb und sehr groß. Sonnenblumen zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Sonnenblumen sind sehr fröhliche Blumen. Ich mag es, wie sie der Sonne folgen. Sie wenden sich immer dem Sonnenlicht zu. Ja, das ist sehr interessant. Ich schaue gerne Sonnenblumen auf einem Feld an. Sie sehen aus wie ein Meer aus Gelb. Sonnenblumen erinnern mich auch an den Sommer. Da stimme ich zu. Sonnenblumen sind perfekt für den Sommer. Sie wachsen bei warmem Wetter und lassen den Garten lebendig wirken. Manchmal sehe ich Sonnenblumen in meinem örtlichen Park. Sie sind sehr beliebt in Gemeinschaftsgärten. Ich habe Sonnenblumen auf dem Bauernmarkt gesehen. Manche Leute kaufen sogar Sonnenblumenkerne, um sie in ihren Gärten zu pflanzen.
Sonnenblumenkerne zu pflanzen macht Spaß. Ich denke, sie sind einfach zu ziehen. Als ich ein Kind war, habe ich meinen Eltern geholfen, Sonnenblumen in unserem Garten zu pflanzen. Das klingt nach einer schönen Erinnerung. Ich würde gerne irgendwann Sonnenblumen pflanzen. Das solltest du tun. Sonnenblumen wachsen hoch und benötigen viel Sonnenlicht. Sie sind sehr lohnend zu ziehen. Ich mag auch die Form der Sonnenblumen. Der runde Mittelpunkt und die leuchtend gelben Blütenblätter sind sehr auffällig. Ja, die Form ist sehr einzigartig. Sonnenblumen sehen aus, als würden sie lächeln. Manchmal verwende ich Bilder von Sonnenblumen in meiner Kunst, weil sie so hell und positiv sind. Das ist eine tolle Idee. Sonnenblumen können jedem Kunstwerk eine fröhliche Note verleihen. Ich male gerne mit warmen Farben und Sonnenblumen sind dafür perfekt. Ich habe viele Gemälde von Sonnenblumen in Kunstgalerien gesehen. Sie sind bei Künstlern sehr beliebt. Sowohl Rosen als auch Sonnenblumen sind schön, aber sie sind sehr unterschiedlich. Rosen sind romantischer und eleganter, während Sonnenblumen hell und fröhlich sind. Das stimmt. Ich denke, Rosen sind perfekt für besondere Anlässe, während Sonnenblumen großartig für das tägliche Glück sind. Ich liebe es, wie Blumen verschiedene Gefühle ausdrücken können. Rosen können „Ich liebe dich“ sagen und Sonnenblumen können „Du machst mich glücklich“ sagen. Blumen sind wie eine eigene Sprache. Sie zeigen unsere Emotionen ohne Worte. Manchmal schenke ich meinen Freunden einen kleinen Blumenstrauß aus verschiedenen Blumen. Es ist ein einfaches Geschenk, das ihren Tag erhält. Das mache ich auch. Ein kleiner Strauß mit verschiedenen Blumen, einschließlich Rosen und Sonnenblumen, kann jemanden zum Lächeln bringen. Ich gehe auch gerne in Blumengeschäfte. Ich liebe es, all die verschiedenen Blumenarten und ihre Farben zu sehen. Blumengeschäfte sind wie eine Schatzkiste. Jede Blume ist einzigartig und schön. Ich frage oft den Verkäufer nach den Namen der Blumen. Ich möchte mehr über sie lernen. Das mache ich auch. Ich habe über viele Blumen gelernt, wie Gänseblümchen, Lilien und Tulpen. Jede Blume hat ihre eigene Schönheit. Ja, und jede hat eine andere Bedeutung. Zum Beispiel sind Gänseblümchen einfach und rein, während Lilien elegant und sanft sind. Ich denke, Blumen sind sehr besondere Geschenke der Natur. Sie machen unsere Welt schöner. Da stimme ich zu. Blumen können jeden Ort warm und einladend machen. Selbst eine kleine Blume in einem Topf kann einen Raum erhellen. Ich halte gerne eine kleine Vase mit Blumen auf meinem Schreibtisch. Es macht mich glücklich, sie jeden Tag zu sehen. Das ist eine schöne Idee. Manchmal stelle ich ein paar Blumen in meine Küche. Es macht das Kochen fröhlicher. Blumen sind nicht nur für Gärten. Sie sind auch wunderbar zur Dekoration in unseren Häusern. Ja, und manchmal verwende ich getrocknete Blumen in meinen Kunstprojekten. Sie halten lange und sehen immer noch schön aus. Getrocknete Blumen sind auch interessant. Sie erinnern mich an den Wechsel der Jahreszeiten. Ich liebe es, dass Blumen Teil der Natur sind. Sie blühen im Frühling und Sommer und manchmal sogar im Herbst. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Blumen. Im Frühling sehen wir viele neue Blüten. Im Sommer sind die Blumen hell und voller Leben. Ich besuche gerne Gärten zu verschiedenen Jahreszeiten. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Blumen verändern. Da stimme ich zu. Ich gehe oft in den örtlichen botanischen Garten. Es ist ein großartiger Ort, um mehr über verschiedene Blumen zu lernen.
Ich würde gerne eines Tages mit dir den Botanischen Garten besuchen. Wir können Fotos machen und zusammen lernen. Das ist eine tolle Idee, Alice. Wir können einen Tag planen, um den Garten zu erkunden und über unsere Lieblingsblumen zu sprechen. Ja, ich freue mich darauf. Ich denke, Blumen machen unsere Welt schöner und lebendiger. Ich empfinde das genauso. Blumen sind ein Geschenk der Natur und sie erinnern uns, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Danke, dass du mit mir über Blumen gesprochen hast, Ben. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Alice. Ich habe es auch genossen. Ich habe mehr über deine Lieblingsblume, die Rose, gelernt und ich habe meine Liebe zu Sonnenblumen geteilt. Ja, es ist wunderbar, unsere Ideen über Blumen auszutauschen. Sie sind einfach, aber sehr wichtig in unserem Leben. Da stimme ich zu. Blumen machen unsere Tage heller und unsere Herzen glücklicher. Ich werde weiterhin Rosen malen und auch versuchen, Sonnenblumen zu malen. Sie sind beide so schön. Das ist ein guter Plan. Ich werde weiterhin Fotos von Blumen machen und vielleicht auch versuchen, sie zu malen. Ich freue mich darauf, deine Blumenfotos und Gemälde zu sehen. Sie werden mich inspirieren. Danke, Alice. Lass uns weiterhin unsere Kunst und unsere Liebe zu Blumen teilen. Ja, ich bin sehr glücklich, einen Freund wie dich zu haben, der Blumen auch liebt. Ich fühle mich genauso. Freunde, die einfache Freuden teilen, machen das Leben schöner. Ich hoffe, wir können eines Tages ein Blumenfestival besuchen. Ich habe gehört, dass sie sehr bunt und lebhaft sind. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ein Blumenfestival wäre ein perfekter Ort, um viele Arten von Blumen zu sehen und andere Blumenliebhaber zu treffen. Ich werde die lokalen Veranstaltungen nach einem Blumenfestival durchsuchen. Vielleicht können wir nächstes Frühjahr gemeinsam hingehen. Ja, lass uns dafür planen. Ich freue mich darauf, all die Blumen zu sehen und viele Fotos zu machen. Danke nochmals für dieses schöne Gespräch über Blumen. Es macht mich glücklich, über die Dinge zu sprechen, die wir lieben. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Blumen sind eine einfache Freude, die wir beide schätzen. Ich sehe dich bald, Ben. Lass uns wieder treffen, um mehr Ideen auszutauschen und vielleicht zusammen einen Garten zu besuchen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Pass auf dich auf und lächle weiter wie eine Sonnenblume. Du auch, Ben. Mal weiter und genieße die Schönheit der Blumen. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Alice. Hab einen wunderbaren Tag. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.